zweite die Zukunft. Dies ist der zweite Video der wissenschaftlichen Auswertung. Es ist nicht essentiell, das erste Video geguckt zu haben. Nur um den Zusammenhang zu verstehen, empfehlen wir die Playlist dazu zu besuchen. 2.1 Wissenschaft Eindämmung. Die Wissenschaft der Eindämmung beschreibt, zumindest auf die SCP Foundation bezogen, das Einsehen von Erkenntnissen über anormale Objekte, im allgemeinen Sinne als SCP bezeichnet, und das Entwickeln von benötigten Maßnahmen der Eindämmung dieser Objekte. Indem Erkenntnisse über das Objekt selber gewonnen werden, ist es möglich, das Objekt sicher zu verwahren. Je mehr Erkenntnisse über das Objekt, desto sicherer die Aussagen und die entwickelten Maßnahmen. Nichtsdestotrotz liegt das Erkennen dieser objektbezogenen Regeln auf den Schultern der Doktoren und Forschern der SCP Foundation weltweit. Die Erkenntnisse über das Objekt müssen jederzeit fehlerfrei sein, um große Unglücke vermeiden zu können. Der Prozess der Eindämmung fängt zuerst mit dem Wissenschaftler bzw. Forscher an, die das Objekt analysiert und die Beschreibung festhält. Um allerdings ein Objekt aktiv eindämmen zu können, muss das besagte Objekt viel genauer analysiert und der Aufwand beider Vorgänge verstärkt werden. Dieser Prozess wird alleinig von menschlichen Forschern durchgeführt. Weiter geht die gesammelte Information an die Architekten bzw. Ingenieure, die für das Entwerfen der Zelle, falls die Anomalie dies erfordern sollte, für das Objekt zuständig sind. Es ist im Allgemeinen bekannt, dass der menschliche Faktor in einem System meistens der schwächste bzw. die größte Fehlerquelle ist. Diese Fehlerquelle wurde von der Foundation mit der Anzahl des Personals gelöst. 2.2 Fehlerquelle Eindämmung und der Imprävisionismus. Wie bereits beschrieben, die größte Fehlerquelle im System der Eindämmung innerhalb der Anlagen der SCP Foundation ist der Faktor Mensch. Je mehr Menschen, die am gleichen Problem arbeiten, desto niedriger die Chance eines Fehlers. Niemals wird diese Chance jedoch den Wert 0 erreichen. In einem gewissen Maße vergleichbar ist dies mit dieser Funktion einer Hyperbel. Niemals wird die Funktion den x- oder y-Wert 0 erreichen. Niemals wird die Chance eines Fehlers 0% gleichen. Ein weiteres großes Problem in der Eindämmung der anormalen Objekte unter Aufsicht der SCP Foundation ist das sogenannte imprävisionistisches Prinzip. Der Begriff imprävisionistisches Prinzip oder Imprävisionismus beschreibt ein bestimmtes menschliches Verhalten in der Risikoidentifizierung und stammt von dem französischen Prévisioniste ab, da dieses Verhalten zuerst im französischen Zweig der SCP Foundation eindeutig definiert und dokumentiert wurde. Der Imprävisionismus ist das Verhalten, bei dem sich jemand oder etwas sich darauf konzentriert, unerwartete Vorkommnisse zu erwarten, daraus folgend ausgelaugt wird und nicht mehr in der Lage ist, sich auf neue und auch womöglich bereits bekannte, alte, mögliche, unerwartete Vorkommnisse zu konzentrieren. Jedenfalls ist ein erwartetes Ereignis nun eine weitaus größere Gefahr und besitzt eine ebenfalls weitaus größere Eintrittswahrscheinlichkeit, da die Person oder das Objekt immer mehr an Konzentration verliert. Das Unerwartete zu erwarten wird immerhin ermüdend, sagte Dr. Leo Aus, ein Forscher des deutschen Ablegers der Foundation. Man könnte es sich überlegt haben, das Unerwartete ins Erwartete umzuwandeln. Allerdings hinterlässt dies nur einen großen Schwachpunkt, da man nicht in der Lage sein wird, höher zu denken, um das größere Bild einzusehen. Man würde einfach nicht an das neue Unerwartete denken, da die Annahme entsteht, dass das alte Unerwartete zum Erwarteten geworden ist und es keinen höheren Schritt gibt. Der Begriff Imprävisionismus ist immer noch innerhalb der Foundation sehr umstritten, da einige Mitarbeiter keinen richtigen Nutzen in einem solchen Begriff sehen. Dr. Benji, ein französischer Ingenieur, der für die Entwicklung von außergewöhnlichen Sicherheitsmaßnahmen zuständig ist, schlug den Begriff als erster vor. Das Fachwort Imprävisionismus wird nur inoffiziell eingesetzt und auch als solches betrachtet. Mittlerweile fordern mehrere Zweige jedoch, dass der Begriff als spezieller Unterbegriff zu Risikoidentifizierung, eine Bezeichnung für die systematische Erkennung von Risiken, in diesem Falle innerhalb der Reichweite der SCP Foundation, offiziell anerkannt werden soll. Imprävisionismus ist, wenn Sicherheit faul macht und das selbst in der am besten gesicherten Organisation die Menschen immer noch faul, leichtsinnig und undiszipliniert sind, drückte sich Dr. Grom aus, ein Aufseher des deutschen Zweiges und Co-Direktor der Innenrevision und des Disziplinarvollzugs. In der Foundation nehmen wir Sicherheit als selbstverständlich hin. Wir haben Wachmänner, die auf einen Bildschirm sehen, der jeden Tag stundenlang ohne jede Bewegung einen leeren Raum zeigt. Sie stehen auf, gehen in ihren Kontrollraum, starren 8 Stunden auf einen Monitor, haben Freizeit, schlafen.
Und das soll ein narrensicheres System sein? Dr. Grom, der sich für die Änderung dieses Systems aktiv einsetzt, ist der Meinung, dass dieses Verhalten zu einem großen Problem wird bzw. bereits sogar geworden ist. Da die inneren Diskussionen über den Imprävisionismus noch andauern, wurde kein eindeutiges Mittel dagegen gefunden. Nichtsdestotrotz setzen sich immer mehr Zweige dafür ein, da die Ausbesserung bzw. das Beheben dieses Problems die komplette Umstrukturierung der bisher eingesetzten Sicherheitsmaßnahmen und Eindämmungsmethoden bedeuten würde, liegt es auf den Schultern der obersten Leitung der SCP Foundation, dem O5-Rat, Aktionen einzuleiten. Bis zum jetzigen Moment ist der bloße Existenzgrund für den Begriff Imprävisionismus stark umstritten. Im deutschen Ableger auf Vorschlag von dem Sprachforscher Dr. Winde, einem Angestellten des deutschen Zweiges, wird zudem der Begriff Überfokussierung in Betracht gezogen, der dieses Verhalten benennen soll. 2.3.1 Lösungsmöglichkeit KI/KBI. Bereits mehrere Lösungsvorschläge wurden von verschiedenen Zweigen vorgestellt. Hauptsächlich kamen diese von dem italienischen, deutschen, französischen, englischen Mutterzweig und russischen Zweig. Ein italienischer Mitarbeiter, Dr. Abadede, argumentierte, dass kein Mensch dieses Maß an Aufmerksamkeit erreichen könnte. Stattdessen schlug Dr. Abadede und weitere I-Zweig-Mitarbeiter vor, eine KI zu entwickeln, die das Überwachen bzw. die Aufgabe der Aufsicht übernehmen würde. Diese KI würde ein systematisches Netzwerk darstellen, bestehend aus KBIs, den sogenannten künstlichen beschränkten Intelligenzen, die in einem Knotenpunkt von einer weiteren KBI verwaltet werden würden. Diese Vorgehensweise ist im Allgemeinen bereits bekannt. So benutzt zum Beispiel das KBI-Netzwerk des deutschen Zweiges einen Quantencomputer, der als Knotenpunkt und Steuerzentrale dient, Kira. 2.3.2 Künstliche Intelligenz Bedeutung. Zu verstehen, was eine sogenannte KI ist, muss man als erstes verstehen, dass künstliche Intelligenz nichts anderes als ein Oberbegriff ist. Wir bezeichnen im Allgemeinen als KI ein von Menschen erschaffenes Programm, was einen automatischen intelligenten Vorgang ausführt, der meistens in irgendeiner Art einen Nutzen hat. Zu denken, dass es allerdings nur eine Art von KI gibt, ist sachlich dargestellt, einfach nur falsch. Unter dem Oberbegriff KI befinden sich weitere Unterkategorien oder Arten von künstlicher Intelligenz. Die wichtigsten und bekanntesten sind die KBIs, zu Englisch ANI, KAI und die KSI. KBI, was für künstliche beschränkte Intelligenz, Artificial Narrow Intelligence steht, benennt eine Unterart einer KI, die nur eine beschränkte Funktionalität aufweist und für eine bestimmte Aktion angepasst ist. Die KBI ist die in unserer Zeit am häufigsten verwendete KI-Art. Eine weitere Unterkategorie ist die KAI, AGI, die künstliche allgemeine Intelligenz, Artificial General Intelligence, die eine Art künstliche Intelligenz beschreibt, die nicht auf eine Aufgabe limitiert und in der Lage ist, alle intellektuellen Aufgaben auszuführen, die auch ein Mensch ausführen kann. Eine KAI kann erreicht werden, indem die Hardware, auf der das Programm ausgeführt wird, mindestens gleich so viele Instruktionen pro Sekunde, IPS, zu Englisch CPS, wie ein menschliches Gehirn und eine menschliche Intelligenz besitzt. Nachforschungen und Recherchen zufolge besitzt ein menschliches Gehirn um die etwa 10 hoch 16 oder anders geschrieben 10 Quadrillionen IPS. Der italienische Zweig der Foundation entwickelte erfolgreich zwei begrenzte KAI, unvollkommene KAI. Indem eine neue Technologie angewendet wurde, war es dem IT-Zweig möglich, eine KI zu entwickeln, die einen menschlichen Input sowie Output hatte und sich erfolgreich weiterbilden konnte. Dabei geschah dies ohne ein gesetztes Ziel, was wiederum heißt, dass sich die KI nur dann weiterentwickelt, wenn dies auch angegeben ist. Die KI von dem IT-Zweig bekamen zuerst manuell Aufgaben und Probleme gestellt, die sie dann lösen mussten. Nach einer gewissen Zeit jedoch entwickelten sich diese zu dem Stadium, in dem sie sich selber Aufgaben stellen und diese ebenfalls lösen konnten. Dieser Prozess wurde begleitet, damit das Weiterentwickeln nicht aus der Kontrolle geriet. Zudem wurden den KAI bestimmte Moralen eingesetzt, die die KAI beachten. Dies ist dem Zweig schon mehrmals zum Verhängnis geworden. Diese werden gebraucht, damit die KAI ihre Aufgaben so ausführen, wie es die Menschen vorsehen. Das Endresultat besteht aus zwei unvollkommenen KAIs mit bestimmten Aufgaben mit den Namen ET3RNA und ROWSANNAH. Das italienische KAI-Projekt, ausgehend als Abzweigung eines anderen Projektes zur Begrenzung der Nutzung von D-Klasse-Personal, kostete dem Zweig eine Unmenge an Geldmittel und das Programmieren an sich stellte sich als
extraordinär schwierig heraus, was das Erstellen weiterer KAI sehr schwierig macht. Die Betriebs- und Aufrechterhaltungskosten einer KAI in der Gegenwart übersteigen momentan den Nutzen in Bezug zur Foundation, sodass ein solches System von vielen Mitarbeitern als nicht praktikabel oder nützlich angesehen wird. Daraufhin wurde ein grober Entwurf erstellt, der es einsieht, ein menschliches Gehirn und womöglich Teile der menschlichen Genetik mit einem System zu verbinden und als Recheneinheit zu verwenden. Dies würde den direkten Einsatz solch einer KAI erleichtert und mobil machen. Da eine KAI Aufgaben benötigen würde, müsste eine sogenannte Aufgabentheorie eingeführt werden, da eine KAI ebenfalls eine unerwartete Aufgabe annehmen können soll, dessen Spezifikationen nicht näher definiert sind. Da dieser Entwurf jedoch zurzeit nur grobe Theorien und Angaben vorzeigt, steht das Datum und ob dieser Vorschlag überhaupt umgesetzt wird, noch nicht fest. Die Betriebs- und Aufrechterhaltungskosten einer KAI in der Gegenwart übersteigen momentan den Nutzen in Bezug zur Foundation, sodass ein solches System von vielen Mitarbeitern als nicht praktikabel oder nützlich angesehen wird. Daraufhin wurde ein grober Entwurf erstellt, der es einsieht, ein menschliches Gehirn und womöglich Teile der menschlichen Genetik mit einem System zu verbinden und als Recheneinheit zu verwenden. Dies würde den direkten Einsatz solch einer KAI erleichtert und mobil machen. Da eine KAI Aufgaben benötigen würde, müsste eine sogenannte Aufgabentheorie eingeführt werden, da eine KAI ebenfalls eine unerwartete Aufgabe annehmen können soll, dessen Spezifikationen nicht näher definiert sind. Da dieser Entwurf jedoch zurzeit nur grobe Theorien und Angaben vorzeigt, steht das Datum und ob dieser Vorschlag überhaupt umgesetzt wird, noch nicht fest. Während eine KAI bereits umsetzbar und bis zu einem gewissen Maße bereits einsetzbar ist die KAI nicht die höchste Stufe der möglichen Kategorien einer KI. Nachdem die Technologie imstand sein wird, KAI ohne den momentan riesigen Aufwand zu betreiben und einzusetzen, wird sich die KAI selbstständig wegen dem es gesetztem Ziel weiterbilden. Das sogenannte gesetzte Ziel oder auch Aufgabe wäre damit die Weiterentwicklung. Zudem können andere manuell gesetzte Aufgaben hinzukommen, wie zum Beispiel das Assistieren. Die allgemein anerkannte dritte Stufe einer KI ist die sogenannte KSI, ASI. Die künstliche Superintelligenz, Artificial Superintelligence. Unter einer KSI versteht man eine künstliche Intelligenz, die um Weiten schlauer und einfallsreicher als die leistungsstärksten menschlichen Gehirne ist und sie in allen Ebenen übersteigen. Eine KSI wird automatisch in dem Moment erreicht, in dem eine KI die menschliche Intelligenz übersteigt. Es wird von manchen angenommen, dass das Erreichen einer KSI automatisch nach dem Erreichen einer vollkommenen KAI eingeleitet wird. Die vollkommene KAI bezeichnet eine KAI, die keinerlei Beschränkungen aufweist und sich selbstständig ohne externe Hilfe, Aufgaben oder Angaben weiterentwickelt. Eine KSI ist mit dem derzeitigen Stand der Technologie nicht zu erreichen.